Hitlers Machtzentrale auf dem Obersalzberg. Heute als Ort des Grauens bekannt, ein Ort voller Mythen, Legenden und Rätsel. Der Obersalzberg war für die Nationalsozialisten ein bedeutender Ort. Das Dritte Reich errichtete hier auf Befehl Hitlers und umgesetzt von Martin Bormann imposante Gebäude und riesige unterirdische Bunker. Heute ist dieser Ort ein Touristengebiet und seine Geschichte ist gut dokumentiert. So sollte man meinen. Doch abseits der touristischen Attraktion verstecken sich hier rätselhafte Bunker tief unter dem Berg, eingestürzte Keller, die als Luftschutz dienen sollten, geheime Stollen der SS und weitere Orte, die die Geschichte des Zweiten Weltkrieges erheblich prägen sollten. Bormann ließ den Berg zum Führersperrgebiet ausrufen, stark gesichert und befestigt unter strengster Geheimhaltung. Die mächtige Schutzstaffel, kurz SS, hat die Aufgabe, den Führer zu schützen und den Berg hermetisch abzuriegeln. Die SS war aber auch für den Bau der unterirdischen Bunker verantwortlich. Hitlers geheime Machtzentrale. Heute ist nicht bis ins Detail bekannt, an was alles auf und unter dem Obersalzberg gebaut wurde und welchem Zweck es diente. Ein Stollen soll laut Zeugenaussagen als Atomschutzbunker dienen, der jedoch nie vollendet wurde. Dieser Bunker, rund 130 Meter unter der Oberfläche, war über Hitlers Bunker mittels Aufzug zu erreichen. Seine Tore sollten 400 Tonnen schwer sein und enorme Drücke aushalten, die das technische Verständnis von den Bauplanern überstiegen. Erst nach dem Krieg wurde ihnen klar, was sie dort zu projektieren hatten. Hitlers Atomschutzbunker. Ich berichtete bereits in einer Reportage darüber. Am Ende dieser Reportage gelangt ihr zu diesem Video. Das Dritte Reich wollte hier seine Führung atombombensicher unter die Erde verfrachten. Der Obersalzberg entwickelte sich mehr und mehr zum Regierungssitz und Hitler empfing hier in idyllischer Landschaft Staatschefs aus der halben Welt. So traf er hier den britischen Premierminister Chamberlain, den italienischen Führer Mussolini oder den saudi-arabischen Kalif al-Hud. Jetzt war der Obersalzberg in all seiner herrlichen Natur ein Ort, an dem Weltpolitik aufeinander traf. Von hier aus sollten auch wichtige Entscheidungen des Zweiten Weltkrieges getroffen werden. Doch als wirklichen Ausweich- oder Regierungssitz war dieser Ort nicht geplant. Er als repräsentativer Ort der Nationalsozialisten. Das zeigt der späte Bau der Bunkeranlagen und die fehlende Verteidigung gegen militärische Angriffe gegen diese Bunkeranlage, die nur von innen gewährleistet werden konnte. Heute besuchen diesen Ort Millionen Menschen, um seine Geschichte zu erfahren. Doch viel ist von seinem ursprünglichen Gebäude nicht übrig geblieben. Doch was ist abseits der touristisch genutzten Orte noch aus Zeit des Nationalsozialismus erhalten geblieben? Ich machte mich auf den Weg, um diese Spuren zu finden. Teils wenige Meter neben belebten Wegen, Straßen und Orten wurde ich fündig. Die Spuren der Vergangenheit sind tatsächlich noch da. Folgt mir unter die Erde und an Orte, wo damals einschlägige Ereignisse stattgefunden haben. Folgt mir auf der Suche nach den letzten Geheimnissen des Dritten Reiches. Hier hat sich früher im Zweiten Weltkrieg das Heim der Hitlerjugend befunden. Und das ist der Keller von der Hitlerjugend, also was davon über ist. Richtig Matschepampe, weil der Niederschlag ist sehr, sehr hoch gewesen die letzte Zeit. Ihr wisst das alle. Und wir krepeln da jetzt mal rein, um das zu erkunden und sehen dann nachher wahrscheinlich aus, ja, wie die allerletzten Goldgräber. Wir gucken mal, würde ich sagen. Ich gehe mal rein und dann gibst du mir das Zeug einfach mal hinterher, ja? Boah, ich weiß nicht, wie ich das machen soll hier. Soll ich schon mal einen Grabstein aufstellen? Ja, stell schon mal auf. Es ist alles eklig. Oh. Ja, umsonst geduscht. Ist das eine Pampe? Okay, hier wird es direkt größer. Gib mir mal eben das Ding. Der Obersalzberg wurde auch zum Ziel von Jugendgruppen. Die Jugendlichen machten dort Erholungsurlaub und genossen die idyllische Natur. Im Jahre 1939 wurde zu diesem Zweck ein Gebäude errichtet, welches der Hitlerjugend und dem Bund Deutscher Mädels als Unterkunft diente. Das Jugendpflegeheim wurde errichtet. Es war ein Holzgebäude mit einem massiven Fundament als Keller. Es besaß Küchen, Bäder, Lagerräume, Aufenthaltsräume und Unterkunftsräume. Später im Krieg waren hier auch Kinder und Jugendliche aus Großstädten untergebracht, um den Bombenangriffen der Städte durch die Alliierten zu entkommen. Aber es diente auch zur Fremdnutzung, zur Verpflegung von Arbeitskräften. Originale Bilder existieren nach dem Wissen meiner lokalen Führer nicht. Als die Briten 1945 den Obersalzberg zum Ziel ihrer Bombenangriffe erklärten und den Berg mit einem Inferno überzogen, wurde das Holzgebäude stark beschädigt. Sein hölzerner Aufbau wurde zerstört, doch der Keller bot Schutz und hat den Krieg überdauert.
Direkt neben einer belebten Straße befinden sich Überreste dieses Heimes. Kaum ein Tourist oder Besucher ahnt, was sich wenige Meter neben ihm im Untergrund verbirgt. Auf dem Boden. Auf dem Boden ist ein bisschen Matsch und dann wird das Dreck größer. Dann ist das Dreck groß. Das ist nur ein ganz kurzer Augenblick. Warte, ich mach dir Licht. Oder so. Gut. So, wie wir sehen wir nichts. Versprengung, hier tropft auch Wasser rein. Hier ist ein Brunnenschacht oder sowas. Der Jörg vom Kanal Relikte der Vergangenheit hatte mir noch gesagt, wenn du willst, ich gebe dir alles. Und ich habe einen Führer dabei. Und da liegen Skier, geil. Und er hat mich auf einen Parkplatz geführt. Und innerhalb von 3 Minuten standen wir an dem Bunker, den der Jörg, oder den Keller, den der Jörg mir vorher zeigen wollte. So, Gewölbe. Es ist halt ein Keller von einem Gebäude, was die Hitlerjugend nutzte im Zweiten Weltkrieg. Was dann schwer getroffen oder gesprengt wurde. Ne? Also, oh, hier haben sie gezüchtet. Sanitärräume. Und wie ihr guckt oder sehen könnt, da ist schon ein bisschen was, das hat schon ein bisschen gerumst. Ne? Und da haben wir auch Wassereinbruch dadurch. Stahlbetondecke kaputt gegangen. So. Jede Menge Skier. Und geht es auch noch weiter. Da ging es nach oben, da liegen jetzt Bretter drüber, Versprengung. Da geht es in den Raum rein. Hier liegen die Skistöcke noch dazu. So, dann haben wir hier auch im Prinzip einen Raum, der teilweise mit Kaminschacht oder sowas, Aufzug, ne, Kamin könnte es sein, Verschüttung. Also es ist stark in Mitleidenschaft gezogen hier, dieses Gewölbe. Aber es ist schön kühl hier drin. Und geht es hier hin, hier geht es ein bisschen runter. Aber auch jetzt nicht bedeutend voll mit Unrat. Rohre. Schellen, ich würde mal sagen, das war so eine Art, hier stand der Heizkessel drin. Würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil ich habe überhaupt über das Objekt hier null Recherche durchgeführt. Wir sind ja mehr oder weniger aus Zufall hierhin. Deswegen kann ich euch nicht genau sagen, was das ist. Da liefen die Leitungen nach oben, die Rohre. Brunnen oder sowas, Kanalrohre. Und die Platte oben drauf, also Ausgang nach oben. Das ist durch. Und ich würde sagen, das war es eigentlich schon. Also das ist alles und der schönste Raum ist er hier, weil das ist noch das Gewölbe. Ja. Hier wird es wahrscheinlich noch weitergehen. Da kann man sich noch durchzwängen, aber seht ihr, ob das jetzt so zielführend ist. Hier liegt noch Porzellan. Ich meine, das hatte ich beim Jörg im Video auch gesehen. Wir haben gestern auf der Autobahn telefoniert, da hat er mir das auch nochmal alles gesagt. Schmuck an der Hand. Eine Fliese, ein paar Becher, ob die jetzt noch wirklich aus der Kriegszeit sind oder ob das Nachkriegsproduktion ist, das kann man nicht sagen. Also wenn hier irgendwo ein Stempel drauf wäre, mit einem Reichsadler beispielsweise, dann wird das hier nicht mehr liegen. Ne? Deswegen ist das schwer zu sagen, gerade wenn man sich mit Porzellan nicht so gut auskennt. Ja, und das war es im Prinzip schon. Also man kann noch ein bisschen weiter kriechen, aber das ist jetzt nicht zielführend. Das war der Bunker, beziehungsweise der Keller des Heimes der Hitlerjugend. So, dann würde ich sagen, ich übergebe euch mal. Bist du noch da? Nee, ich sitze noch drauf. Ja, wusste ich doch. Würdest du mal eben die Kamera nehmen?
kommst du dran? Ja. Hervorragend. Also lohnt sich auf jeden Fall nicht, dass du dich jetzt da auch noch versaust. Das Ding ist nur 3 Meter groß. Ohne dass du Frauenbekanntschaften gemacht? Ohne Ende. So, dann schälen wir uns hier raus. Ja, das war einmal geguckt da. Seht ihr aus wie die Sau. Aber hey, so ist das halt. Zu dokumentarischen Zwecken ist mir kein Hindernis oder keine Hürde zu hoch, zu dreckig, zu tief, zu dunkel. Sucht euch was aus. Ich würde sagen... Was? Rapante. Ich würde sagen, wir haben jetzt noch richtig viel auf der Uhr. Wir müssen hier noch die Berge rauf, die Berge runter. Wir haben noch ein paar Sachen von der SS uns anzugucken und. Und wir sehen uns in der nächsten Location. So, und jetzt machen wir mal ein bisschen Geschichte über den Obersalzberg, die verborgen ist, die keiner kennt. Das hier sieht ganz, ganz unscheinbar aus. Aber das ist das sogenannte Kampfhaus. Warum heißt das Kampfhaus? Weil Adolf Hitler hier persönlich Mein Kampf oder an seinem Werk Mein Kampf geschrieben hat tatsächlich. So, und im Prinzip müsst ihr euch das vorstellen. Hier war ein Balkon auf der Seite und hier war ungefähr der Eingangsbereich. Und hier, genau wo ich jetzt stehe, hat Adolf Hitler gesessen. Das Bild, ihr seht es jetzt gerade, das sind die Originalaufnahmen. So hat es hier früher ausgesehen. Und das ist davon übrig geblieben. Die Blockhütte, heute besser bekannt unter dem Namen Kampfhäusel, ist der Ort, an dem Adolf Hitler ab 1925 den zweiten Teil seines Buches Mein Kampf nach Entlassung aus der Haft schrieb. Daher rührt der Name Kampfhäusel. Hitler gefiel diese Hütte und er mietete sie kurzerhand. Der Vermieter erinnerte sich an Hitler und beschrieb ihn als umgänglichen Menschen. Als Hitler gewählt wurde und zum Reichskanzler ernannt wurde, kaufte er das Landhaus Wachenfeld samt der kleinen bescheidenen Blockhütte. Die Hütte war 1925 minimalistisch eingerichtet. Einzig und alleine ein Kachelofen, ein Tisch mit Stuhl und ein Bett befanden sich in ihrem Inneren. Nach Kriegsende wurde die Hütte Stück für Stück abgerissen, bis sie im Jahre 1951 gänzlich verschwand. Lediglich das Fundament ist heute noch existent. An diesem kleinen, unscheinbaren Ort, der heute total verlassen ist und wo nur noch das Fundament zu erkennen ist, zu erahnen ist, stand das Haus, wo Adolf Hitler sein Buch geschrieben hat. Und es weiß keiner. Also 99,9% der Leute, die hier rumlaufen, sich hier alles angucken, die ahnen das nicht. Hier kriegt ihr tatsächlich bei mir verborgene Geschichte, die sonst keiner weiß. Ich habe hier sehr, sehr gute Locals, die sich hier gut auskennen, die führen mich hier rum und zeigen mir alles. Diesen Ort, den musste ich auch unbedingt mal besuchen, also weil mein Local sagte mir, pass auf, da ist halt das Kampfhaus, das hat mir nichts gesagt. Dann habe ich mal nachgefragt, sagte er, ja, hier wurde, das heißt so, weil hier Mein Kampf geschrieben wurde. Eigentlich ein schönes Häuschen im Wald, in schönster Lage, aber heute ist es halt nicht mehr da. Und ich würde sagen, wir erkunden jetzt die nächsten Stellen auf unserer Obersalzberg-Tour. Und hier unter uns befindet sich der SS-Munitionsstollen. Die Stadt hat den irgendwie ein bisschen zugemacht. Das ist schade, wir kommen da nicht rein. Aber ich habe Archivmaterial. Das spiele ich euch jetzt mal ein. Vielen Dank an Jörg von Delikte der Vergangenheit. Er hat das Ding natürlich besucht. Sind wir jetzt durchgekommen. Das ist der SS-Stollen. Hier gibt es sogar noch die alten Holzbalken. Und guck mal, dass wir hier lebend runterkommen. Boah, Alter, er hat recht. Es ist definitiv kein Spaß. Also ich bin froh, wenn wir wieder raus sind. So, lange will ich nicht hier drin bleiben, doch nicht. Wegen der Steine, guck mal. Der Steine, die über die sind. Der Munitionsstollen der SS. Hier sollten große Mengen militärischer Sprengstoffe und Munition eingelagert werden. Da man auf dem Obersalzberg zunehmend die Gefahr von alliierten Luftangriffen fürchtete, entschloss man sich 1944, einen eigenen Stollen anzulegen, um diese hochgefährlichen Stoffe und Kampfmittel bombensicher unter die Erde zu verlagern. Ein Dokument, welches als geheim eingestuft wurde und an den Reichssicherheitsdienst gerichtet war, besagt, dass der Obersalzberg durch Sprengstoffeinlagerung hochgefährdet war. Besonders ins Auge fiel dem Leiter der chemisch-physikalischen Abteilung des Kriminaltechnischen Institutes, Doktor der Ingenieurswissenschaften, Albert Wiedmann, der im Bau befindliche Stollen auf. Dieser würde eine enorme Gefahr für die umliegenden Objekte wie das Landhaus Hermann Görings, Oberbefehlshaber der deutschen Luftwaffe,
darstellen. Im Unglücksfall könnten 25 Tonnen Sprengstoff umsetzen und große Mengen an Gestein und Felsbrocken über große Distanzen schleudern. Gucken gleich mal auf den Sauerstoffgehalt und so weiter, aber es piepst, ja. Also Leute, macht das. So, oh. So, ich habe eine Warnung. Ich hatte gerade Warnung. Ja, aber ist wieder okay. Ja. Also macht das definitiv nicht zu Hause nach. Das ist hier kein Spaß mehr. Kann ich auf jeden Fall sagen, dass das hier kein Spaß mehr ist. Das machen wir auf eigenes Risiko. Und jeder, der das macht es auf sein eigenes Risiko. Und man sollte wissen, was man macht. So. Also ich gucke noch mal kurz auf das Sauerstoffmessgerät. Wir haben hier 20,9, perfekt. So, und da hinten scheint es schon verbrochen zu sein. Das gezeigte Videomaterial wurde zur Verfügung gestellt vom Kanal randomlife.official. Link in der Videobeschreibung. Jörg und sein Team hatten Glück, dass der Stollen zu ihrem Besuch noch offen war. Der Stollen wurde 1945 gesprengt. Im Laufe der Jahre hat Niederschlag einen engen Zugang freigelegt. Leute, es geht noch nach rechts. Alter, schaut euch das mal an. Ja, mega gut sogar. Alter. Richtig gut. Da der Stollen stark einsturzgefährdet ist, entschloss man sich, den letzten verbleibenden Zugang mit einem Netz und 15 Tonnen Gestein zu versiegeln. So, schaut mal hier. Den Schimmelpilz. Und da geht es sogar noch weiter. Sollen wir erstmal hier gucken? Ja, natürlich. Ja, das ist ein schönes Grande Finale, oder? Ja. Boah. Leute. Nee, ne? Boah. Hammerhart. Das ist ja... Also ich habe es im Internet noch nie gesehen, wenn ich ehrlich bin. Das bedeutet, wenn ihr gerade eingeschaltet habt und vielleicht noch nicht so viel über den Obersalzberg gesehen habt, dann seid ihr womöglich einer von wenigen Menschen, die dieses Bauwerk SS-Stollen Obersalzberg bisher gesehen habt. So, hier gucke ich nochmal auf das Messgerät. Wir haben hier 22,5. Also hier, nee, 20,9. So, sorry, Ablesefehler. Also Werte sind top. Ja, ist Ende. So, wir gehen davon aus, dass hier Ende ist. Verbruch. Oder geht's noch weiter? Was haben wir denn hier? Draht, eine Bewehrung. Oder Armierung, eine Armierung, nicht Bewehrung. Oder doch? Beides, glaube ich, richtig, ne? Je nachdem, wie es eingesetzt wird. Oh, hier haben sich auch Leute schon versucht reinzugraben und auch weiter zu graben. Das ist denen aber nicht gelungen. Und interessanterweise, ich zeige euch das mal, haben wir hier 20,9 Volumenprozent Sauerstoff und die anderen Werte schlagen nicht aus. Der Stollen ist aufgebaut wie ein Y mit 2 Zugängen. Ein Zugang verläuft gerade in den Berg. Der andere Zugang ist schräg projektiert, welcher am Ende einen Knick macht und in einen Querstollen mündet, der beide Zugänge miteinander verbindet. Von dort aus führt ein gerader Stollen tief in den Berg. So, guck mal, hier haben wir sogar noch Kabelleitungen, also Leitungen. Original. Sogar noch mit dem Bitumen, mit der Bitumenumwandlung. Heute nutzt man natürlich Kunststoff. Früher, je nachdem, wo man diese eingesetzt hat. Und hier haben wir sogar noch ein Rohr. Das geht hier um die Ecke. Da geht es noch weiter, unterirdisch.
Und schaut mal, es sind wirklich wenig Fußabdrücke hier. Das zeugt davon, dass wir wirklich einer der wenigen sind, die hier drin sind. Auch wieder hier Leitungen. Hier sind noch die Nägel in dem Holz drin. Und hier ist das Rohr für entweder eine Flüssigkeit oder ein Gas. Oh, schaut euch das mal an. Wir haben auf jeden Fall noch diesen einen Arm. Und alleine das Video, dieser Clip reicht aus, um... Und das ist hier das Ende. Da sind noch ein paar Balken, hier ist noch Metallblech und hier ist das Ende. Aber schaut mal, Alessandro hat es gerade entdeckt. Hier gibt es noch die alten Bohrlöcher. Das bedeutet, man hatte noch ganz klar vor, weiterzumachen. In manchen Uferlagerungen findet man sogar noch Dynamit oder je nachdem, ob es rausgebrochen wird, dann auch die Bohrer. Aber in dem Fall sind die ganzen Dynamitstücke nicht mehr drin. Und schaut mal, wie gefährlich das damals für die Arbeiter war, meistens Zwangsarbeiter, weil natürlich immer mal wieder Gestein nachbrechen konnte. Und das waren wahrscheinlich Platten, um sich davor zu schützen. Aber genau weiß ich es nicht. Ja, ne? Also das ist kein Bohrer, Leute, sondern das ist hier so eine Bewehrung. Bei manchen Uferlagerungen macht man ja diese Bewehrung in die Wand als sogenannte Stempel, damit, ich glaube Stempel heißen, ja? Damit die Wand nicht weiter einbrechen kann. Es geht spannend weiter, auf den Spuren der letzten Geheimnisse des Dritten Reiches. Dieser Film ist allen Opfern des Zweiten Weltkrieges, allen Soldaten aller Nationen und allen Opfern aller Nationen dieses schlimmen Krieges gewidmet. Besonders in unseren Zeiten, wo die Politik von einer erneuten Kriegstüchtigkeit spricht und Krieg als notwendiges Mittel zur Rettung unserer demokratischen Werte in Betracht gezogen wird, ist es umso wichtiger, sich gegen Krieg auszusprechen. Erst wenn die Menschen verstehen, was Krieg bedeutet und dass die Politiker, die den Krieg der Diplomatie und Waffen statt Hilfsgüter vorziehen, nicht dort kämpfen und sterben müssen, ist ein erneuter Krieg zu verhindern. Erst wenn die Masse nicht bereit ist, erneut die junge Generation zu opfern, wird Krieg verhinderbar sein. Friede ist der Naturzustand des unbedrängten menschlichen Geschlechts. Johann Gottfried von Herder, deutscher Dichter, Philosoph und Theologe.